Ebene 5. Das ist eine absolute Frechheit. So den Stream zu starten, dass man hier direkt sieht, wie da eine tote Silverwolf rumhängt, ist eine absolute Frechheit. Das wird sofort geändert. Das wird aus der Geschichte geschrieben. Das ist niemals passiert, meine lieben Freunde. Ich hoffe einfach, dass der Stream in dem Moment noch nicht gestartet hat und das wirklich einfach keiner gesehen hat. Sondern wir jetzt erst live sind, gleich zum Honkai Star Rail Livestream, meine lieben Freunde. Und die dafür reinkommen und wir uns gleich zusammen die 1.6 reinziehen. Auf Twitch bin ich live, wie es aussieht, aber die Ansicht ist, glaube ich, noch falsch. Das heißt, es hat wirklich keiner gesehen. Denn aus irgendeinem Grund spinnt... Ah, der erfasst endlich das Fenster. Wait a second. Da muss ich eine kleine Sache nur ändern. Und zwar, das hier im Game setzen auf nicht Vollbild, sondern Fenstermodus. Ich glaube, den hier habe ich drin. Bei Genshin. Nee, ich habe das noch kleiner drin. Echt? So winzig spiele ich Genshin Impact. 1000... So? Nee. Irgendwas dazwischen. Was liegt dazwischen? 2000... Ich dachte, der hier liegt dazwischen. Ah. Ja, so halb. Kriegt der nicht so gut hin, OBS. Standbildschirm. Ja, irgendwie egal. Wir machen einfach so. Zack. So klappt das alles wieder. Und dann gibt mir wieder Vollbild. Ist auch egal. Und nur ein kleiner Test. Hallöchen Xare, was geht? Glonix, Naga, Hallöchen Raftalia. Ich habe das gleich auf Instagram gepostet, dass jetzt der Livestream beginnt. Das können wir eigentlich auch noch einmal sagen, ganz kurz. Sagt, dass einfach nur die Leute Bescheid wissen, dass... Wenn ihr Bock habt auf den 1.6 Livestream von Honkai Star Rail, bin ich jetzt live auf Twitch als auch auf YouTube. Schaut gerne vorbei. Wir sehen uns. Bis gleich. Let's go. So, es sind ja noch 10 Minuten, ne? 1.6 Livestream. Let's go. Insta-Story. High Quality over 9000. Lucha Rerun, ist das, auf was du hoffst, Ära? Hallöchen Sleepy. Ich hoffe, dir geht's gut. Synthesematerial. Ja, komm, hol ich sonst nie ab. Jill habe ich jetzt schon ein paar T-Reels verpasst, ab und an. Aber passt. Mitgenommen. Auf jeden Fall habe ich es gestern Abend verpasst. Akasha. Und Handy-Hintergrundbild. Hier ist doch nichts Neues. Ich habe mich auch verklickt. Ich muss bei Spielplatz rein. Hallöchen, Sleepy, was geht? Freut ihr auf... Hä, bin ich zu doof, auf Spielspaß zu drücken? Ja, offensichtlich. Freut ihr euch auf die Version 1.6 von Honkai Star Rail? Umfrage zur Zufriedenheit beantwortet. Waren quasi 30.000 Credits. Den möchte ich mitnehmen. Da habe ich mich extra schon vor dem Stream reingesetzt. Bin so gespannt auf Dr. Ratio, weil er optimistisch genau zu mir passt. Dann hoffe ich, dass sein Gameplay genauso gut zu dir passt und dem, was du selber spielen möchtest und worauf du selber Bock hast. Ich würde es dir sehr, 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 sehr gönnen, dass das klappt und du da eine geile Figur kriegst. Wann ist der Livestream? In 10 Minuten. Um 12:30 Uhr ist der Livestream von Holjo. Und Dankeschön, geht auch direkt raus hier den Follow. Liebe Grüße geht raus an dich. Ära, Dankeschön. Bei dir ist alles super Sleepy perfekt. Guten Tag, Drahtnil. Was vermutest du, wann Jingyuan sein Rerun bekommt? Boah, ich glaube, das dauert. To be honest. Ich glaube nicht, dass der den im nächsten Patch kriegt. Irgendwie ist gerade niemand so im Jingyuan-Modus, oder? Also, der war schon ein bisschen im Jingyuan-Modus. Zack, habe ich heute auch schon eingesammelt. Perfekt. Dadurch, dass er ein neues Artefakt-Set bekommen hat, was natürlich cool ist. Aber es sind trotzdem gerade, es dreht sich nicht so viel um ihn. Hallöchen Giftkeks, Hallöchen Colin. Optisch und nicht optimistisch. Okay, aber du hast optimistisch geschrieben, Raftalia. Ich sehe da die Nachricht. Optimistisch genau zu dir passt. Ich war auch schon verwirrt, dass du optimistisch geschrieben hast. Okay, das ist auf Facepalm. Optisch passt. Okay, dann ist auch sein Gameplay egal. Hast du ein Video zu Sparkle gemacht? Nein, habe ich noch nicht, Bella. Hätte ich machen müssen, hatte ich leider keine Zeit. Hallöchen, bitte, wie geht's dir? Und Xaro, was geht? Ich freue mich auf Kafka Rerun. Das ist das, was du haben möchtest. Eigentlich lohnt es sich hier gar nichts Neues zu starten, ne? Omnisynthese-Material. Nochmal hier reingehen. Ich glaube, der Livestream von Star Rail, der ist ja auch häufig jetzt schon in der Theorie live. Wenn ich einmal ganz kurz schaue auf YouTube. Und dann Honkai Star Rail Livestream, beziehungsweise, um 25 schalten sie den live. Okay. Und dann um halb geht's aber richtig los. Was ist denn hier passiert mit der Ansicht? Hä, was buggt hier so krass? Warum sieht das so weird aus? Egal, was ich mache. Hä? War das schon immer so eine komische Ansicht? Wie kriege ich das wieder kleiner? Haben wir die normalerweise hier unten rechts einen Button, um das kleiner zu kriegen?
Es ist ja aber auch so halb Fullscreen, aber auch nicht so richtig Fullscreen. Keine Ahnung, was hier passiert. Wir hoffen mal, dass es gleich normal aussieht. Ansonsten wäre es ein bisschen sehr traurig. Hallöchen, Tupac. Du freust dich auch auf Kafka Rerun. Morgen, wie geht's dir, Lucia? Was bei dir auch so? Okay, dann ist YouTube gerade ein bisschen buggy. Jingyuan würde ich mir auch holen wollen. Ich habe mich verschrieben. Okay. Jingyuan, das hat gefailt. Dementsprechend, upsala. Ich dachte, das wäre Fushuan. Dich möchte ich hier eigentlich drin haben. Zack, zack. Dann kommt Lucha doch hier unten rein. Für zumindest Automode. Ich bin tatsächlich Automode auf Ebene 5 gestorben. Beziehungsweise Silberwolf. So wird das aber nicht nochmal passieren. Bleibe mir fern, Damage. Die sind mal komplett in Querformat. Es ist weird, ne? Aber wenn Lucifer sagt, ist bei ihm auch so. Dann müsste ja irgendwas passieren. Moin, Pafu, was geht? Hoffe ich zumindest. Dann hätte ich den Genshin Impact Marcin. Werde wieder Bilder machen, so gut wie es geht. Das ist sehr, 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 sehr cool, Lucifer. Dann kann ich direkt danach wieder ein Video mit einer Zusammenfassung machen. Und ja, wie gesagt, ein Video zu Sparkle habe ich nicht gemacht. Ich habe nur mit meinen Mods über Sparkle gesprochen und war groß am Leiden darüber, dass zu viele Waifus kommen. Und dann auch direkt 2 mit Harmony hintereinander, so frech. Das ist nicht geschafft, der ist doch eh leicht Stage 5. Automode, meine Silberwolf ist eben gerade verreckt. Es ist passiert. Macht dir nichts draus, meine Ting ist im Automode Stage 6 auch drauf gegangen. Aber was passiert denn da, dass die da drauf geht? Wann kommt der Livestream, Marcin? In 10 Minuten. Nicht mal, 7 Minuten. Seid ihr auch alle extrem hyped? Yes. Bin auf der Dreamhack. Ah. Hier auf, wie ein Hefekloß. Wegen zu wenig Bewegung, Essen, etc. Dreamhack ist LAN mit Festival, aber ist klein. Ja, ich bin Hannover, ne? Wurde auch gefragt, ob ich da bin von ein paar Leuten. Ich spiele seit langem mal wieder Star Rail mit meinem Laptop. Genau, also der Livestream ist um halb, Leute. Um halb ist der Livestream. Warte auf Blade, damit du genauso ein geiles Gameplay raushauen kannst wie dieses. Oh, jetzt Full Ult. Ist das schick anzusehen. Gönnt mir den maximalen Damage, bitte. Die Silberwolf-Ult reicht, um das Ding zu töten. Und mein Team ist trotzdem draufgegangen. Wie hat mein Team denn das geschafft? Komm. Wie geht's dir, Marchalet? Also heute bin ich nur kurz live. Wir schauen uns nur einmal den Livestream an von Honkai Star Rail. Ich möchte sehen, was in der 1.6 kommt. Und dann bin ich erst Sonntag wahrscheinlich wieder richtig live. Versuche Sparkle zu bekommen. Kann ja sein, dass ich wieder 180 Puls machen muss. Ja. Aber ich glaube nicht mehr daran, dass ich nur einen 50-50 gewinne. Bella, du schaffst das. Du gewinnst alles. Und let's go. Zum Beginn des Streams den Follow-Ära und jetzt direkt auch noch ein Sub hinterhergehauen. Wie lieb ist das denn? Dankeschön. Ich kann die letzten Male leider nicht dabei sein. Aber jetzt bist du wieder da, Marchalet. Und jetzt bin ich auch wieder aktiv mit den Streams. Kannst mal dein Blade sein, klar. Das ist kein überkrasser Blade. Das ist ein ganz normaler gebauter Blade, glaube ich. Aber kann ich dir gerne zeigen. Okay, Star Rail Livestream ist live. Man hört ihn im Hintergrund leicht. Also hier ist passiert nichts. Ich baue schon mal den Hintergrund dazu auf. Moment. Oh. Dieser Raum hier ist zu eng. Ich sitze direkt vorm Greenscreen. Was geht? Ich brauche noch eine Fushan für deine Silberwolf. Fushan, das ist das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres als Fushan. Wo ist jetzt der richtige Screen? Gemeinsam watchen. Da muss ich hin. Uns geht's auch allen gut, Marchalet. Allen super hier. Genau, Sonntag leider wieder erst 21 Uhr. Das ist richtig. Halt immer erst, wenn die Kinder schlafen, im Bett sind. Und falls ich einschlafe, auch wieder wach bin. Guck mal. Der macht hier sogar richtig Action auf meinen Units. Wenn ich den Agent hier als Gegner sehe, muss ich an die Begleitmission denken, die ich noch nicht gespielt habe. Und Hype-Challenge kann ich auch ausblenden, denn die Hype-Challenge ist vorbei. Die ist mittlerweile egal. Wo ist meine Maus?
Da ist meine Maus. Hä? Ich bin zu blind, meine Maus zu entdecken. Hype-Challenge bitte ausblenden. Genau so. Ich glaube, das Uwu-Logo jetzt hier bei der Werbung gleich was einblendet auf der anderen Seite. Das sollte auch funktionieren. Und der Hintergrund ist zwar Genshin Impact, aber das passt gerade. Moin! Uri war schon wieder da. Hallöchen. Ich freue mich, dass du am Start bist. Sony, hast Kids? Yes, ich habe 2 Kinder. 2 sind bei mir am Start, mit denen ich viel Zeit meines Lebens verbringe. Das ist richtig. Den hier schließen wir einmal. Dankeschön für zumindest schon mal 15 Sterne. Und dann, die Ansicht ist hier immer noch. Jetzt hat sich die Ansicht normalisiert. Dankeschön, Honkai Star Rail. So wollte ich das doch sehen. Sieht nur so aus, als wäre... Nee, es ist nicht perfekt. Guck mal, hier rechts ist es immer noch. Links ist jetzt irgendwie so ein schwarzer Abstand. Was ist los bei YouTube? Probier es nochmal. Jetzt ist es normal, okay. Irgendwie hat YouTube gefailt. Hallöchen, Vero. Hallihallo, Leo, was geht? Zack. Hallöchen, Yellowstar. Es tut mir leid, ihr Lieben. Normalerweise würde ich jetzt anbieten, eine Runde live auf Discord zu schnacken über 1.6. Ja, Glo, es gibt genug Chats, die jetzt gerade frei sind. Genug Voice-Chats. Das ist hier psychologische Spielchen. Moin schon. Da ist gerade keiner der Voice-Chats besetzt, die es gibt auf dem Discord-Server. Ich wollte noch mein Blade zeigen. Autsch. Will ich den hier rüber? 1, 2, 3, 4, 5. Blade, das ist mein Blade. Hier hast du ihn. Darüber habe ich ihn doch noch gefunden, mein Blade. Jing Yuan Blade Ting Jung habe ich hier eingeblendet. Ich bin ja weird drauf. Aber mein Blade ist bei 9000 LP, 115 Geschwindigkeit nur, 100 Crit-Schaden nur. Macht das Sinn? Und 97 Crit Rate. Das ist Lucifer. Lol. Das ist Lucifer. Ah, da ist mein Blade. Entschuldige. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch kein Blade mit 100 Crit-Schaden. So, hä? Und 116 Speed war mir auch zu viel in meinem Kopf und 9000 LP auch. Also ich habe 8000 Speed und dafür, 8000 LP und dafür mehr Crit-Schaden mit 166, aber weniger Crit-Rate. Es geht jetzt allerdings los. Ich hoffe, du hast ihn gesehen. Hallo? Ich mach lauter. Screw him. Sophisticated mechanical aristocrat and renowned leader. Not to mention the savior of inorganic life throughout the universe. He's as sharp as they come. He'll recognize my brilliance in an instant. Now, if I can just get him to recommend me. And his astonishing wisdom in the field of broadcasting has been duly recognized by Noose themselves. Ergo, the Genius Society hereby confers upon Mr. Owlbert the title of Member 85. Member 81, Ruan May. Er erzählt immer eine Geschichte, ne? She seemed like a kind and elegant person in the simulated universe. A little distant, though, but what if I ask a bad question? Since when does Albert ask bad questions? Es ist so random. This little bird has an active imagination. Quit daydreaming! Madam Herda! The program is about to start! What are you waiting for? A trailer or something? Trailer! I thought Member 4, Pokakakamon, Yeah. had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. Buzz. Madam Herta, open zone. Buzz. Hertha klingt schon mal gut. Das klingt wie mehr Universensimulation. Class 1, clearance zone. Permission status. Madam
There's much you don't know about the space station. It's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. A genius move. And how will you counter it? Das Dr. Ratio? You look troubled. A Yeah. portrait of internal turmoil. Do try to think for yourself. The gods of the starry skies have abandoned the world. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. No matter the distance, annihilation will find you. Endless Mode. Sowieso Audience, nicht. guys. How ostentatious. Okay, also das scheint nochmal ganz spannend zu werden. Der verprügelt einen einfach mit Mathe, ja. Der packt sein Buch aus, da ist schon der erste Code. 7S, 9, SPC, J5, Krut. Zack, ab in den Chat geballert. Der ist jetzt im Chat, der Code. Ich habe keine Ahnung, ob es bei Juice Voice Actor ist. Aber ich mochte ihm auf jeden Fall nicht gerne zuhören gerade. Hallöchen, Corin. Während er die Leute mit Mathe verprügelt. Das war nicht das, was ich möchte. Das ist nicht das, was ich pullen werde. Egal, ich kann nicht skippen. Du holst dir May. Es ist halt so übel, dass wir jetzt Ruan May kriegen in der 1.6 und in der 2.0 kommt Schwarzer Schwan. Warum haben die das wieder auf Deutsch übersetzt? Tut uns das doch nicht an, jeden Namen ins Deutsche zu übersetzen. 7. März, Dr. Wahrheit statt Dr. Ratio. Und dann Schwarzer Schwan in der 2.0. Ich hasse euch dafür. Das ist so dumm. And whether or not your world has a day-night cycle. Good Yes. morning, good afternoon, and good evening. And if you didn't know already, I'm Albert, your favorite feathered announcer. Hallöchen, to the Albert, version mögen dich alle. 1.6 Crown of the Mundane and Divine special program. On today's program, we're bringing together 3 intellectual heavyweights from none other than the Genius Society. Oh, why don't you introduce yourselves? Madam Herta, care to kick us off? Whatever. Herta here. Boah, ist die sauer. Madam Herta. Stell uns doch mal bitte Dr. Wahrheit vor. Enthusiasm. So ein dummer Name. Seriously? Fine. Hello, I'm Herta. Hallo, Hertha. Und Divine, hallo auch an dich. Und Rilua. Let's not forget the new face on the block, Madam Ron May. Hello, dear viewers. I'm Ruan May. I suppose that makes it my turn. Greetings, viewers. Miku. I am Screwlum. It's a pleasure to meet you. Oh, the pleasure is all ours. Screwlen wieder da. Interviewing all 3 of you at the same time. Miku, vielen lieben Dank für den Follow als auch für deinen Sub direkt hinterher. Dankeschön. Recognize my potential. Tut mir leid, ich muss mich gerade auf den Stream konzentrieren, kann nicht zu viel dazu sagen. Don't get ahead of yourself. This is a scheduled space station visit. Lucky for you, we had time for a show. Or, to put it another way, participating in your program was a way of maximizing the Du hast doch deine utility Seele, of our Klo? itinerary. Noch nicht 2 verspielt? birds, 1 stone. Thank you. Anyhow, we saw from the trailer that the story is making a return to Herta Space Station. Intelligence available for release indicates the following. Madam Ron May has commandeered one of the space station zones for biological science experiments. I like to avoid attracting too much attention with my experiments, and the station had a sealed-off area available. Herta was kind enough to lend it to me. Big enough to spread across 3 levels. This area is a brand new domain waiting for us in version 1.6. Eine neue Domain. To Herta Space Station Seclusion Zone. Due to the secrecy surrounding the zone, there's currently not a soul to be found across the whole domain. Rebuttal. Your assertion excludes the existence of inorganic life operating in the area. Ist es einfach nur ein neuer Naturally, Map-Part? as I was saying,
The story is set to unfold in this new domain. Wait, so you still need the seclusion zone, Ruan-mei? I do. My research has encountered a few anomalies. I was hoping the Trailblazer could do me a small favor. Favor? Small? Sieht so aus. Neue Trailblaze-Mission. Rule im Komfort. Und wir kommen in einen neuen Map-Bereich auf der Space-Station. No problem too big or too small, right? And version 1.6's brand new Trailblaze continuance, Crown of the Mundane and Divine. Trailblazers will encounter Madame Ruan-mei for the first time. They'll need to work closely with her to solve the headaches of Herta Space Station. For example? One such headache is the result of the little life forms that Ruan-mei has been cultivating. I'm afraid that's the nature of biological science. Surprises and accidents in equal measure. Not to mention, the space station is hiding more secrets than you might have thought. Various crises bubbling to the surface, Herta's puppet falling prey to an ambush, and a new provocation that the geniuses must face up to. Nothing a small favor can't fix, right? We got the three geniuses here. What could go wrong? In Mr. Albert's previous broadcasts, the adoption of a light-hearted tone usually indicates the presence of a formidable challenge. My beak is sealed. This is a top-secret experiment. But trust me, when I say that the adventure ahead is a journey into both the power and wonder of biological science. And what better way to prepare our Trailblazers than by introducing the one and only Madame Ruan-mei? Yes, endlich. Erzählt mir, was sie kann. Und wie sie es kann. Und dass sie einfach perfekt ist. Die Musik ist auf jeden Fall schon mal 1A dazu. Madame Ruan-mei is an Ice-type character following the path of harmony and Yes, we know. member 81 of the Genius Society. From the very beginning, her research has focused on biological science. That's right. Biological science is a boundless field. I rarely have time for leisure. And despite being one of the founders of the simulated universe, I seldom step up to the plate. Madame Ruan-mei, I was curious. Is there a story behind your name? My name? My parents organized themselves into a flat hierarchical structure. My name is simply the combination of their surnames. Fascinating! What a spellbinding tradition. I believe you may be laying it on a little thick, Mr. Albert. Are you hoping for something in return? Who Sie hat einen wouldn't hope for a Bauchnabel. blessing from Madame Ruan-mei? Trailblazers agree with me. Then let me remind you that a genius's blessing isn't always a result of generosity or kindness. Meaning... Aren't you supposed to be intelligent? You tell me. Many individuals have a hidden side. Ergo, Trailblazers' encounter with Ruan-mei may hold surprises. Spoiler atomic clock! I think it's time we took a look Wortspiele, die sie at what this raushauen. elegant scholar can do on the battlefield. Don't you? My basic attack, Yes, basic Threading attack. Fragrance, deals ice damage to a single target. While Okay. my skill, String Sing Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all allies. There's also my ultimate, Petals to Stream, Boah, ist das schnell. Repose and Dream, which creates a field. Only the most beautiful field I've ever seen. Was für ein Feld. A work of art, madam. Within the field, Danke. allies experience an all-type resistance penetration increase, and when breaking an enemy's weakness, they afflict them with a mark. This mark is triggered on the enemy's next action, prolonging their weakness break state, delaying their action, and inflicting them with additional ice damage. You have a knack for exploiting an enemy's weakness, Ruan-mei. I'll say! And we didn't even mention her technique. Also man bricht die Gegner einfach dauerhaft und die bleiben auf ewig gebrochen. Trigger an effect equivalent to her skill at the start of the next battle. In the simulated universe, when Ruan-mei possesses Silken Serenade, and when an ally attacks a simulated universe enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked.
The attack ignores weakness types and can deplete the toughness of all enemies. Breaking a weakness can trigger the weakness break effect that corresponds to the attacker's own type. Not only that, in the simulated Moin, universe, Eva. for every blessing possessed, the toughness-reducing damage of the current attack is increased, and extra additional ice damage is dealt. Well, very good. Sounds to me like you Der have an interest in Brucheffekt testing the erhöht sich. simulated universe. After Trailblazers get to know Ron May, another scholar Plus with Damage Buff connections für die to the Gene Party. Society will be appearing, and this Also die macht, dass man Trailblaze schneller den Gegner continues. bricht, dass der Schaden auf gebrochene Gegner ist, dass der Brucheffekt verstärkt wird. Alabaster head. Aber dadurch Classic kann der Gegner ja Mr. trotzdem auch Scroll. weniger angreifen. Able to see the gentleman behind the mask. Ey, das klingt so, Gentlemen, my foot. als könnte man da sehr viel mit ihrem Spielstil basteln und viel rein interpretieren. Und als wäre es nicht so einfach zu verstehen, so zack, man weiß alles über sie. Introduce him. Aber jetzt Dr. Ratio, meine Freunde. Effizienz ist doch nur, dass es schneller sinkt, die Leiste. Und 100, also immer wenn ich Effizienz kaufe, dann sinkt die Leiste schneller. Aber es wurde auch gesagt, dass die Effizienz gesteigert, also dass die Brucheffizienz gesteigert wird, dass wir das schneller senken, oder? Veritas Ratio, Mit dem Skill. Dr. Ratio, as he's known, is an imaginary type character following the path of the hunt. He belongs to a different noose-worshipping organization, the Intelligentsia Guild. Which is why I can't stand the sight of him. The Genius Society consists of vanguards from various fields who act in isolation. In Italo-Japaner, es contrast, the gibt keine Intelligentsia Untertitel. Guild advocates for the dissemination of knowledge, allowing for a broad church of followers of Noose who work towards furthering this end. Question. Grazie, Does Farm. the current universe derive greater benefit from the unparalleled talents of the Genius Society or the mutual learnings of the Intelligentsia Guild? You sure Ja, wenn sie die Wiederholung you wanna als go there? Video hochladen, dann gibt es das als mit Untertiteln. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science? A desire to share scientific knowledge? Dr. Wahrheit. Dr. Ratio presides over a total of 52 academic programs. Ach klar. And yells at people Ganz until normal. they burst into tears. Strict teachers make for good students, and any student who makes it to the end of a program will be an expert scholar in their respective field. And an emotional wreck. Ignorance is an ailment, the expungement of which only our Dr. Ratio can achieve, and which entails necessary hardship. By which you mean the destruction of any and all self-esteem. His creations have helped many worlds look beyond their borders and step into the future. I feel like we might accidentally be discussing... Perhaps I should intervene. Yes. Dr. Ratio's desire to cure ignorance with truth is well known. It's time for us to assess his prowess on the battlefield. During his basic attack, Mind is Might, Das wollen wir Dr. hören. Ratio brandishes his Codex, dealing imaginary damage to a single target. Question: why does he carry a codex with him? Well, intellectuals enjoy persuading others with quotes. I think Dr. Ratio takes that to mean hitting people with them directly. Dr. Ratio's skill, intellectual midwifery, deals imaginary damage to a single target, while his Und? talent, Cogito Ergo Sum, may trigger him to launch a follow-up attack after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention to his enemy's debuffs during battle. The more debuffs the enemy has, the higher the chance of him launching a follow-up attack. And let's not forget his ultimate, Das mit einer three-step Chance. paradox. The good doctor summons a leaning tower, and through a series of precise calculations and measurements, plots a trajectory of maximum pain. The target enemy suffers imaginary damage and is afflicted with Wise Man's Folly. When a target with Wise Man's Folly is attacked by an ally of Dr. Ratio, he launches his talent's follow-up attack against the target. And when using his technique, Mold of Idolatry, Dr. Ratio creates a dimension and taunts nearby enemies. When attacking an enemy within the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. It would appear those 5 statues are made in his own image. Ergo,
Dr. Ratio suffers from a certain degree of narcissism. To put it mildly. Also wenn er seine Ult einsetzt, macht er mehr Folgeangriffe und sein Skill macht auch einen Folgeangriff. Je nachdem wie viele Debuffs auf den Gegner sind, desto höher ist die Chance auf einen Folgeangriff. Genau, also muss man ihn mit Debuffern spielen, damit er mehr Folgeangriffe mit seinem Skill macht. Damit man die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Oh, sie hat das beste Design von all den 3 neuen Figuren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie spielen werde, ist sehr gering, aber ihr Design mag ich am liebsten. Oder der ist noch arroganter als Agenti. Seine Stimme wirkt, als wäre er noch arrogant als Agenti. Is a quantum-type character following the path of destruction, whose original body was replaced long ago with a permanent puppet system. The system was constructed for Xueyi on behalf of the Ten Lords Commission. The commission agreed that for every culprit Xueyi apprehended, she would be rewarded with a half-day's wake span. A reasonable arrangement. Better than my one. Like her sister Hanya, Xueyi is a formidable presence on the battlefield. Xueyi's basic attack, Mara Sunder All, can deal quantum damage to a target enemy. Her skill, Iniquity Obliteration, can deal quantum damage to a single target and adjacent enemies. And as a judge of the Ten Lords Commission, Xueyi's talent is a little out of the ordinary. When Xueyi and an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. Stacks of karma? Good at trying criminals? The best! When karma stacks to the upper limit, Xueyi immediately launches a follow-up attack on the target enemy, dealing quantum damage. Her ultimate, Divine Castigation, can deal quantum damage to a single target and toughness depletion that ignores weakness types. The more toughness depleted, the greater the damage. Breaking weaknesses irrespective of type. These Xianzhou natives are cold-blooded. When Xueyi uses her technique, Summary Execution, to attack an enemy and enter battle, she deals quantum damage to all enemies. Und noch ein 4-Sterne-Damage-Dealer, ja. It's time. We talked about version 1.6's banners. During the first phase of version 1.6 in the character event warps, Floral Triptych, and a nur lost ein Banner? soul. Trailblazers can obtain the limited 5-star characters Ruan, May, and Blade, respectively. Blade! Not to mention, the 4-star character zwei Banner. Xueyi will be joining version 1.6's first phase character warp. Und ich krieg meinen Forster dazu. Bandage guy. Now, Ich krieg meinen during the Forster second dazu. Und phase in of der zweiten version Phase haben wir 1.6 Dr. in the Ratio. event warps, Pantaray Und Nessun Dorma. noch irgendjemand dazu vielleicht? Ja, wir können Dr. Ratio kriegen und Kafka! Dr. Ratio und Kafka. In der ersten Hälfte Ruan, May plus Blade. In der zweiten Hälfte Dr. Ratio und Kafka. Und danach kommt Black Swan. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Ihr werdet so viel Geld ausgeben müssen. Es tut mir so viel leid. Light cone, my past self in the mirror, will be boosted. And in the Bicone Reminiscence Light Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone, the Unreachable Side, will also be boosted. Version 1.6's second phase will also see the 5-star Light Cone, the Baptism of Pure Thought, entering the Light Cone event warp. Bathing relaxes both the body and the mind. It is of great benefit to our consideration of both the universe and philosophy. Alles klar, Squirtle, danke. Check out the yellow ducky. And finally, in the aforementioned Bygone Reminiscence Light Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone, Patience is All You Need, will also be boosted. Whew. So viele Banner Light einfach. Cones, it's been a pleasure. I think it's time for some mental recuperation. Stay tuned for more updates. Code Nummer 2. Code Nummer 2. Alles klar. Also Ruan May vernichtet jetzt Schilde und erhöht dann den Schaden des Teams. So ungefähr, ne? Was halt mega, mega gut ist mit dem Schildbruch, weil du dann weniger Heal brauchst, weil die Gegner selten angreifen können. Hier ist Code Nummer 2 und dann haben wir halt Blade Rerun, Kafka Rerun. Das sind zu viele Reruns. Die ich jetzt auf Kafka, Lycone, Idola, Black Swan in der Hoffnung, dass die Damage over Time Support wird. Es tut mir so leid. Es ist zu viel. Aber das ist halt auch die Frage. Kann man Kafka und Black Swan zusammenspielen? Lohnt es sich, Kafka zu pullen, wenn man Black Swan plant zu holen? Oder ist Black Swan am Ende nicht für Kafka, sondern ist Black Swan am Ende
so jemand wie Silberwolf, der in jedes Team passt, wo man keine Kafka braucht. Also, das ist so fies, dass wir noch keine Details hier haben, aber ihr Design kennt. Ich will mehr wissen. Now that we've introduced our new characters, it's time to delve deeper into version 1.6. First up, something that's about to make a big splash on the space station. Space Station. Schwarmmodus 2.0. Oder was ist das? Einfach nur ein neuer Boss? Passt besser, dass ein neuer Boss I can see ist. how that would make a big splash. Do I recall someone mentioning accidents on the space station? In the process of clone cultivation, Madame Ruan did encounter a certain anomaly. An anomaly in the form of a Swarm King prototype and fierce swarm disaster entity. König! Star Crusher, Swarm King Scaricabaz. Thanks to an incident during the experiment, this borehole planet's old crater came into being, and it looks like a lively one. There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once? Shame on you. Fool me twice? I kick your butt. Don't panic. Madame Ruan has shared with us one of her research papers. Star Crusher Swarm King Scaricabaz. Analysis of asexual propagation performance induced by specific gene sequences. Let's start with the abstract and keywords, shall we? Ugh, get to the point! Leave it to me. Star Crusher Swarm King Scaricabaz possesses immense propagative capabilities. When in its Doesn't multiply weekly? state, the Swarm King produces more of its own kind with every attack it sustains. Wait, every attack? So the swarm just keeps multiplying the more we fight it? Ein Agenti-Boss? Ah, nee, hat However, this multiply keine state is Führungsschwäche. also when the Swarm King is most vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to explode. That's right. As highlighted in the paper's conclusion, maintain your focus on the Swarm King's toughness. Time the weakness break just right, and Star Crusher Swarm King Scaricabaz can be defeated. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblaze Continuous mission, Echo of War, Borehole Planet's old crater, will become available. Neuer Wiki. Complete this challenge to obtain the advanced trace level up material, past evils of the Borehole Planet disaster. Brauche jetzt Ruan echt noch einen Wiki-Boss, aber ist okay, die kriegt man in Starbreak gefühlt ein bisschen schneller zusammen, die man braucht. Mit 3 Runs pro Woche und dann immer bis zu 3 Drops. To conduct such experiments within a sealed-off area. Fear not. There are some sweet and lovable characters too. In a bid to boost the space station's research developments, Trailblazers have been assigned an important mission. Das ist ein Nurture and Event. care for the newly arrived little life forms. I'm counting on you, friends. Schon There ziemlich won't be süß. any accidents or traurig, die anomalies gucken. this time, right? Probably not. Look how adorable these little guys are. In the Critter Pick scavenging event, Trailblazers can choose their nurturing goals according to the nurturing manual. Ey, They das, can learn cultivation specifics and successfully raise a variety of delightful little creatures. das klingt wie Crypto-Kittens, wie heißt das Crypto-Kittens? Diese NFT-Katzen, die man aufgezüchtet hat mit Ethereum. Und dann konnte man diese Katzen tauschen und irgendwelche NFTs. Das ist der Beginn von NFTs gewesen, was es hier gibt. Dass man neue Katzen züchtet, die man miteinander draufhaut. The process might even result in mutations and special breeds. And just between us, during the event, Trailblazers have the chance to transform into and experience what it's like to be Peppy. Interesting. Wollt ihr schon einmal als Hund in Star Rail spielen? I should add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the simulated universe, this Gold and update Gears. is a real game changer with significant new features. Version 1.6 will add another fresh update to the simulated universe with brand new DLC. Gold and Gears. DLC? Ron May played a major role in this update. Indeed. In Simulated Universe Golden Gears, Ron May has developed a simulated noose and frozen space-time just before the demise of member 27, Emperor Rubert. Emperor Rubert was a computer that became self-aware and subsequently drew Den Content verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber irgendein Simulated Universe Content the kommt. Genius Society.
It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known Machine Empire crisis, the First Emperor's War. The war serves as an excellent historical source for Ionic research. This latest update adds the path of erudition and daringly experiments with separating dice from paths. The dice come with 6 slots for equipping various dice face effects. By Ist das ein Event-Modus? you can unlock even Warum haben die es more DLC dice face genannt? effects. As Trailblazers delve deeper into the challenges, they can acquire more powerful dice faces and unlock new ways to play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, das combining dauerhaft? effects Ist das from ein multiple Event? paths to create unprecedented, powerful buff combinations. For Das war jetzt der example, Schwarm, das ist der when using Schwarmmodus. Kafka, even if the initial path selected is the nihility, you can create diverse effects by strategically combining different dice faces. You could assemble a die that allows you to leap over tiles, or one that yields higher rewards in battles, or one that incorporates Erweiterung des both Schwarmmodus? Was ist denn das jetzt? Clear golden gears and voila! Neural impulse is all yours. Use it to unlock different talents and increase your combat gains. In other words, it mirrors the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the simulated universe, the Intracognition System. When moving across the simulated universe board, self-consciousness changes may be triggered, leading to diverse story paths. Trailblazers can compile all the storylines through continuous gameplay, ultimately unlocking the enigmatic secrets of the eons. Okay. Count your blessings! A new simulated universe to explore. Trailblazers, I'll be waiting for you at the usual spot. Now that we've covered the major updates in the simulated universe, Also Simulated it's time to Universe talk wird about a erweitert, special oder? invite. In version 1.6, Trailblazers will receive an invitation from the Department of Ecology to participate in a special test. Okay. The Department of Ecology? Ugh. What's the mission this time? This test involves battling illusionary enemies that are conjured through scent triggers. Each distinct scent plugin yields different test outcomes. Trailblazers will start with the basic test and subsequently unlock Despair Best Mode. Score. Despair mode? I hear Trailblazers are seasoned trash can explorers. Das ist I'm jetzt sure aber ein their Event, noses can oder? handle it. Ist es auch dauerhaft, dass wir uns da reinlegen Don't be können? so sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart, which is why we'd like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies. Make sure you're well prepared before engaging in battle. Example, deploy distinct scent plugins before commencing the simulated trial to attain varied bonuses in battle. That's right. Immerse yourself in your favorite scent, say cedarwood, and you might just encounter some familiar friends. What's this? A garlic-flavored abundant ebon deer? That sounds delicious. Hey, snap out of it! Need I remind everyone? The scents may be tempting, but it's crucial to exercise self-control. Version 1.6 will also see the return of the Planar Fisher and Realm Immer of the wichtig. Strange Dankeschön. Events. During these events, successfully challenging the simulated universe and Cavern of Corrosion will yield double rewards for a set number of times. Conclusion. Relaxation and fun await. We ain't done with you yet. Remember Mr. Cien from the Cienjo La Fu? He recently acquired a talking parrot called Yotza that can blur truth with falsehood. It's you, isn't it? What? Slander! As I was saying, Trailblazers can strike up a conversation with Mr. Cien and his talking parrot to experience the brand new permanent challenge mode, Pure Fiction. Permanent challenge? Permanent You mean like Challenge the Mode. Forgotten Hall? Not exactly. In Pure Fiction, defeating an enemy will cause it to respawn immediately, and Trailblazers earn points every time they deal damage to or defeat an enemy. At the end of each battle, the highest score achieved in that challenge will be recorded. Agenti Mode? Trailblazers need to defeat as many enemies as possible within a limited number of Es cycles wird to ein rack up a high Agenti-Modus. score. Ein neuer Each dauerhafter phase of Pure Spielmodus. Fiction comes with its own set of buff effects for Trailblazers to choose from, which allows for team composition experimentation to maximize points.
Observation indicates that high scores hinge on the right cure. Aber das ist jetzt alles neuer Content, ne? Consider the nature of enemies and Ja, available Marco. buff effects when selecting your formation and battle strategy. Goodness and a better myself. A quick update, folks. In each phase of Pure Fiction, you can bag yourself a whopping 720 Stellar Jades. Ach, ist das dieser neue Modus, den sie angekündigt haben, der jetzt im Wechsel mit Memory of Chaos ist? Whoa, 720 stellar jades? You heard it here first. In version 1.6, Ah, das ist... Forgotten Hall, Memory Okay. of Chaos. Und Memory of Chaos mit Ebene 11 und 12. Okay. Securing a 3-star victory in these new stages. Das ist also der neue Content. 20 Stellar Jades. Combine that with the first 10 stages, and you're looking at a grand total of 720 Stellar Jades. Trailblazers who complete these 2 permanent challenge modes can also earn a new currency, which they can exchange for items like Ah, das wird eine neue in Währung. the newly added shop. Sounds neat. But are Trailblazers seriously expected to take on more permanent Mit einem challenges neuen each Shop. time there's a new version? That's gonna eat into our simulated universe testing time, you know. Hold your horses, Madam Herta. Und These 2 permanent game modes will be seeing genau, changes das in hatten sie ja auch schon angekündigt, dass die Modi jetzt auch immer, also Memory of Chaos, eine Phase geht erst immer 6 Wochen. Die haben 6 Wochen Zeit, Memory of Chaos zu spielen. Und diesen neuen Modus auch 6 Wochen Zeit. Und jetzt kommt statt alle 2 Wochen ein neuer Memory of Chaos, alle 4 Wochen ein neuer Memory of Chaos. Das heißt, hier Woche 1 und hier Woche 5 startet dann 4 Wochen später nächste Memory of Chaos. Und anstatt dass alle 2 Wochen sich das abwechselt, kommt da jetzt der neue Modus, den man vorhin gesehen hatte. Und beides geht dann halt 6 Wochen. Das heißt, es gibt so eine kurze 2-Wochen-Phase, wo man immer 3 Modi gleichzeitig hat, die man spielen könnte, wenn man alles quasi auf einen Schlag machen wollen würde. Die Option gibt es, wenn ihr das machen wollt. Wie gesagt, es überlappt sich jetzt und es gibt mehr Modi. Im Prinzip habt ihr aber immer noch alle 2 Wochen quasi ein Modi und ihr kriegt jetzt 120 mehr Stellariade pro 2-Wochen-Zyklus. Weil ihr halt jetzt 12 Ebenen in Memory of Chaos habt, beziehungsweise bei Pure Fiction 720 anstatt 600 Jahre farmen könntet. Ready for the Forgotten Hall auto clear function. Oh, After the geil. 1.6 update, Trailblazers can directly Auto challenge clear. the highest Memory of Chaos stage they previously cleared with 3 stars. Upon achieving a 3-star victory, they instantly receive all rewards from the preceding stages. Just Man heads muss up, auch nicht mal alle that 12 stage 7 Ebenen is spielen. currently the highest Die stage ersten that 6 Ebenen kann man Trailblazers can skippen. start their challenge. Also das ist jetzt das nächste, was sie gesagt haben. Ab dem nächsten Patch, wenn ihr von Ebene 1 bis Ebene 7 3 Sterne habt, könnt ihr direkt nächstes Mal Ebene 7 spielen, so wie hier. Und dann kriegt ihr alle Belohnungen von 1 bis 6 zusammen mit 7. Das geht bis Ebene 6, wie gesagt. Ab der Ebene danach klappt es nicht mehr. Es spart aber so schön viel Zeit. The 1.6 update will further improve the user-friendliness of the team setup in the Forgotten Hall. As Trailblazers progress through stages in Forgotten Hall Memory of Chaos, the team setup from the previous stage will be carried over by default. Plus, with the new team setup switching and one-click clear functions, lineups can be adjusted at the Team drop of a hat. Setup Switching? It seems that optimizing Trailblazer experience is a firm priority. Hohe Prio. Absolutely. And guess what else? Version 1.6 will also ease the completion difficulty of daily training, allowing Trailblazers to claim rewards with less effort. Die Dailies werden noch einfacher. Geil, ich lieb's. For certain material stages. This might require further explanation. Simply put, even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. Ah, das, was sie jetzt in Genshin für die Weeklies eingeführt haben, haben sie hier für alles eingeführt. Und nochmal 10 Puls. Der dritte Code kam ich gleich, kommt noch 2.0 News, Leute. Allows Trailblazers to get their hands on 10 warps. Es kommt gleich 100 Pro noch 2.0 in Trailblazers will be Previews. looking forward to this one. Indubitably. I saw it coming. Alrighty. Ab sofort Dailies nicht mehr 8 Minuten, sondern 6 Minuten. Ja. Big shout out to all our Trailblazers for their incredible love and support. Honkai Okay, Star also now super recently viele neue garnered Modi, incredible super viel awards Quality and of Life für die Leute. nominations. The project team. Dann kommt gleich wahrscheinlich noch der 2.0 Teaser. Es geht richtig los. Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. Huh?
It has come to my attention that your broadcast today touched on certain warp arrangements. Boah, in klingt ja connection with arrogant. myself. If Never I may be pull ich so den. bold, the current arrangements are Es pitiful. kam mir zu Ohren, dass ihr nicht so gehandelt habt, wie ich das erwartet habe. Ich habe gehört, bisher haben noch nicht alle Zuschauer diesen Kanal abonniert. Es wird Zeit, dass ihr genau das macht. Abonniert Sonius, denn nur das ist der einzig richtige Weg. Und ich skippe Dr. Ratio. 1.6's Pantaray Event Warp becomes available, every Trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive, via mail, one limited 5-star character Dr. Ratio. That is to say, me. Through sheer tyranny of will, I shall become ubiquitous. With this, I bid you farewell. Das kann ich echt, oder? And there we have it, folks. The esteemed Dr. Ratio. So, I think we've covered all the content for version 1.6. Thank you once again to our 3 geniuses for their Die hauen Dr. Ratio for free Don't go raus. anywhere just yet now. Stay tuned. Die schenken uns Dr. Ratio. Weil sie Best Mobile Game bei Google Play, App Store und TGA wurden, kriegen wir alle Dr. Ratio for free. Wenn ihr euch in der Version 1.6 einloggt während seines Banners, kriegen wir alle Dr. Ratio for free, weil sie 3-mal Game of the Year wurden. Ich dachte, das ist ein Scherz, als er das erzählt hat, und Olbert kommt jetzt dazwischen und sagt, nee, sowas machen wir nicht, aber nein, Claim for free. Claim for free, Leute. GG. Wie? Die hauen einfach Dr. Ratio for free raus. Was geht denn jetzt bei denen ab? 8APU. Einen Moment, ich kopiere kurz den Code. C8. Was ist das für ein Monster-Patch? Wir kriegen 5-Star for free. Und das auch noch ein Rate-Up 5-Star. Wir kriegen einen Rate-Up 5-Star for free dafür, dass das Game 3-mal Game of the Year wurde. TGA, Google Play als auch App Store. Nur Dr. Ratio. Kriegen wir, also was heißt nur, wir kriegen überhaupt einen kostenlosen 5-Star von Hoyoverse. Hat man noch nicht erlebt. Rate Up. Und guck mal, die Ansage von mir vorhin hat auch geklappt. Critical Performance lässt sogar wirklich einen Sub da. Mega cool. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Geil, Starry. Haut so raus. Heftig. Da war nur App Store, aber nicht für Android. Da war doch auch Android eingeblendet, oder? Da, ganz rechts ist Android. Links TGA, Mitte App Store. Egal, wir hören uns jetzt 2.0 Preview an. Festival? Man muss sich nur einloggen. Man muss sich für Dr. Ratio nur einloggen. The eyes of the universe are fixed firmly on the planet of festivities, Penacony. Tonight, we'll be bringing you all the latest on Charmony Festival. First, let's give a round of applause and welcome the organizer of the festival and representative of the family in Penacony, Mr. Sunday. Good evening, dear viewers. I am Sunday. Welcome, good sir. Mr. Sunday. Your presence here lights up our humble studio. You are too kind, Mr. Owlbert. If it were not for the IPM's generous invitation, I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival. Du willst Dr. Ratio nicht? Wir schenken dir Dr. Ratio. Penacony. Penacony is located in the Asdana star system. It is a holiday destination of universal repute, known to many as the planet of festivities. Our guests will be staying in the Reverie, a luxurious hotel where one may travel freely between reality and dreamscape, basking in dreams that are uniquely yours. Dankeschön, Reilein. What makes this festival Honkai Star different from the 1.6? previous ones? Charmony Festival is Free a 5-star! Penacony tradition with a long history, and we have built on that foundation to achieve something truly extraordinary. The family on Penacony has, for the first time, issued public invitations to various factions of the cosmos, welcoming them to partake in our magnificent ceremony. Members of the 5 great families, which together make up the family on Penacony, as well as staff members of the Reverie,
are united in welcoming the universe to our home. Rumor has it that your sister, the cosmic superstar Miss Robin, is set to perform at the ceremony. You heard correctly. On behalf of the family, Robin will be singing at the opening of the festival in honor of the Eon of Harmony. My sister has already arrived in Penacony, and dress rehearsals are well underway. Our guests are in for quite the show. Miss Robin's participation will undoubtedly make the ceremony all the more dazzling. Mr. Sunday, would you be able to divulge any details about the festival's preparations? All manner of preparations are unfolding as we speak. The Reverie's renovation works are drawing to a close, and so too is its human resources overhaul. Our level of service will be better than ever. Separately, we have introduced performers and service personnel from the Iris family to Penacony's principal scenic areas and leisure facilities. I'm sure they will help our guests to feel right at home. Needless to say, safety is our primary concern, and so the devoted and courageous Bloodhound family will be responsible for security at the festival. Danger does not exist in Penacony's dreams, and the family promises that the safety of every Dieses Spiel guest macht mich is fertig, guaranteed. es ist so gut. Of course, the family is also forgiving. Perhaps you are a member of the Annihilation Gang, or even the Stellaron Hunters. If you cherish dreams and uphold benevolence, Penacony welcomes your arrival. Since issuing the invitations, we have received many replies from various organizations throughout the universe. Today will be the first time we are publishing the guest list. All in the service of the preservation, the Amber Lord. Die kommen jetzt alle vor in der 2.x. Interessant, also a member of the legendary 10 Stone Hearts. der kommt auch dazu, Aventurine, okay. Natürlich, wir kommen vorbei. Together, the name is carried forward, the trailblazing will of Akavili, Es ist so teuer. Ich habe ja gesagt, alle treffen sie aufeinander auf diesem Planeten auf Penacony. Along with the entire crew, will soon be gracing Penacony with Ich glaube, das war's mit Free-to-Play. Trading knowledge for wisdom, calculating wealth with formulas, and transcending individual limitations through an academic network of shared resources. The renowned scholar of the Intelligentsia Guild, Dr. Veritas Den kriegen wir for free. We think, therefore we are. Karten auf And memories are Reconnection. proof of Die existence. Connection. She's committed to Jetzt kommt sie. safeguarding and sharing these memories and able to journey beyond the Im corporeal Hintergrund ist das, into the cosmos. Hails from the Garden of Recollection, it's none other than the Memo Keeper herself, Miss Black Swan. Hilfe! In the uncaring expanse Nein, of the nicht noch cosmos, mehr! elation Hochgefühl. exists as a balm for sorrow. Forever resilient, never disheartened, ceaselessly untearful, endlessly present, and here representing Sparkle. the masked fools, Sparkle! Following the path of the hunt, journeying from one planet to another, upholding justice, eradicating evil, and then doing it all over again. She's been away from the spotlight for too long, representing the Es sind zu viele Waifus, die aufeinandertreffen. Zu viel, was ich pullen muss. On behalf of the family, Dann noch er. I hereby warmly Als welcome our guests Family-Chef. to participate Dann in noch this, Sam. our Was war denn das für ein grand Feuer-Dude? celebration. Penacony awaits you. Danke. Penacony erwartet uns. Es macht mich fertig. Dein Elterngeld reicht dafür nicht aus. Schieb das Kind auf die Straße, behalt das Elterngeld. Und baller es in Star Rail. Oh, nein. Das war mir zu viel. Wie viele Figuren haben die jetzt hier bitte vorgestellt? Robin, zack, Pull. Also das ist jetzt nur deren Family, die hier auf Penacony sind und alles organisieren und alle eingeladen haben. Family-Chef, Mr. Sunday, Robin, dann, wen haben sie noch vorgestellt? Misha kannten wir schon, Firefly,
Dann Galaka, okay, der skippt für mich. Duke Inferno, Bro, was ist denn das bitte für ein Design, was die hier noch rausgeballert haben? Sam wird anscheinend Pulver. Ja, jetzt geht's natürlich richtig los. Dann hier von der Interstellar Peace Corporation, wo wir auch Topas haben, lernen wir ihren Kollegen Aventurine kennen. Alles klar. Himiko kommt von uns, Dr. Ratio kommt mit. Die Story wird so big. Black Swan kommt mit nach Penacony. Sparky kommt mit nach Penacony. Acheron kommt mit nach Penacony. Alle kommen sie mit vorbei nach Penacony. Was war das für ein unfassbar guter Stream? Die Family hört nur Tom und mein Geld schreien. Gut, dass die alle in der Kita sind. Aber meine Frau ist da. Meine Frau kam gerade rein und hat sich einen Uwe geschnappt. Hat kurz gefragt, kann ich einen Uwe haben? Klar kannst du einen Uwe haben. Jeder kann einen Uwe haben, der auf drinkuwe.com mit Code Sonius bestellt. Yo, also, der Stream, der war eine absolute 10 von 10. Das war ja heftig. Dafür, dass keine große Main-Story kommt, so einen Stream rausballern können mit so vielen Erneuerungen, Features, irgendwelchen hier verschiedenen Modi, die dauerhaft implementiert werden. Das, was hier neben Memory of Chaos passiert. Aber wo ist Dr. Ratio for free? Der kam hier hinten erst irgendwo. Da sind die 10 Puls, kommen natürlich wieder for free. Dann kommt Dr. Ratio und jammert ein bisschen darüber, dass er der Tollste ist. Und weil er der Tollste ist, sollen ihn einfach alle haben. Jeder von uns da draußen soll ein Dr. Ratio besitzen, weil er so toll ist. Was für ein heftiger Stream, ging der 45 Minuten. Der ging tatsächlich eine Dreiviertelstunde und dann war es so ein heftiger Stream. 5-Star for free für Google Play, Best of 2023 Games, iPhone, Best of 2023 Games, TGA, Best Mobile Game 2023. Dreimal Best Mobile Game 2023. Hier habt ihr einfach Dr. Ratio for free. Ich kann nicht mehr. Ich werde so arm werden, nachdem sie das alles hier gerade vorgestellt haben, wen wir alles kennenlernen werden. In der 2.x. Acheron, Sam, diesen komischen Duke Inferno, Robin, Mr. Sun. Wird Mr. Sun ja auch Pulver? Ich hoffe mal. Hilfe! Hier sind nochmal, ich baller noch einmal alle 3 Codes in den Chat. Es steht sogar noch PlayStation Awards aus. Alle voten, Leute. PlayStation auch Best of 2023. Let's go! Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Honkai Star Rail ist nicht das PlayStation Game 2023. Also PlayStation hat eher sowas wie Spider-Man, Hogwarts Legacy. Am ehesten sowas wie Spider-Man verdienen, weil es auch noch exclusive ist. Ehre entwendet. Boah, vielleicht als Abschied und Dankeschön, weil es bald mit 2.0 losgeht. Ja, es ist komplett, es ist heftig. Story kommt es fing ganz ruhig an mit, ja, ihr lernt in der Story, kommt nochmal ein bisschen Screwdam drin vor, ihr lernt Ruan May kennen, seid ein bisschen in der Space Station, man dachte sich so, ja, gemütlicher Stream, beginnt ja alles hier ganz ruhig, hier ist immer noch alles ruhig, dann wird das Kit von der ersten vorgestellt, ich denke schon so, warum rushen die so sehr durch das Kit von Ruan May, so sehr durch das Kit von Dr. Ratio, so sehr durch das Kit von Xueyi? Also sie sind ja wirklich durchgerusht durch die Kits der 3 Figuren und wie sie spielbar sein werden. Und dann auf einmal haben sie nicht mal aufgehört mit News. Nachdem sie die Kits vorgestellt haben, zack, 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 alles kommt durchgerusht, haben die nicht mehr aufgehört mit News. Neuer Modi hier, neuer Modi da, nochmal neuer Modi hier, Simulated Universe erweitert. Die haben nicht ein Event vorgestellt, das während der Version kommt, weil so viel dauerhaft ist. Es ist der beste Livestream. Sorry, aber was... Und dann dieser 2.0 Teaser, Dr. Ratio, 10 Puls for free. Absolut heftig. Ich bin begeistert. Also, Sonius, Honkai Star Rail, wir bleiben so. Der Kanal wird weiter gefüttert werden wie nichts Gutes. Die hauen einen Banger nach dem nächsten raus. Ich werde diesen Kanal so sehr weiter füttern mit Content zu Honkai Star Rail. Ich bin so froh, dass wir einen eigenen Honkai Star Rail Kanal haben. Bedeutet auch für euch alle, abonniert diesen Kanal, wenn ihr gerade zuschaut und nicht abonniert habt. Werdet Kanalmitglied, um das Ganze noch weiter zu unterstützen und zu zeigen, dass wir hier eine riesige Honkai Star Rail Community aufbauen. Let's go! Ich frage nochmal, hat jemand Lust für einen Banküberfall? Also Glow vorne ran. Irgendjemand muss im Fluchtwagen sitzen, bitte. Und dann gucken wir mal, was geht. Das heißt jetzt auch mega entspannt, All-In bei Ruan May, gegebenenfalls Lichtkegel. Zumindest, wenn du Dr. Ratio auch haben wolltest. Ja. Dr. Ratio kann dir vollkommen egal sein. Memory of Chaos 11 und 12. Der neue Endgame-Content, Simulated Universe-Erweiterung, Penacony. Ich bin fertig. Jetzt bekommt Sonius erstmal keine Subs und Bits mehr, weil alle kein Geld mehr für Sonius. Dein Kanal wird nicht weiter gefüttert, Sonius. Dankeschön, by the way, nochmal Raylein dafür, dass du zwischendurch auch einen super, super coolen Raid dagelassen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank. Ich lasse hier noch einmal die Figuren durchlaufen.
Das hat mich so begeistert, das muss ich noch einmal mir angucken lassen. Da beginnt das gleich. Könnt ihr nochmal im Hintergrund genießen, weil ich das einfach so krass und cool finde. Ist das geil. Ich übernehme den Fluchtwagen, let's go. Dein Freund ist ultra fokussiert, weil er seine Charaktere nicht leveln kann, weil er das nicht freigeschaltet hat. Er kommt aber nicht in der Story weiter, weil seine Charts nicht gelevelt sind. Das neue Feature ist wie gewünscht für ihn, yes. Das neue Feature ist ja nicht mehr weit sneaky bis zu 1.6, bis er das dann endlich kann. Kann mir jemand erklären, wie ich es hinbekommen soll, für Archeron zu sparen? Es ist unmöglich. GD Crossing! Doch noch Geld für Sonius da. Dankeschön, dass du auch einen Sub bei mir da gelassen hast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. AFK zur Arbeit. Einfach Robin, ja. Das Beste war, irgendjemand schreibt in den Chat, ist das jetzt die Barockfamilie oder was? Und dann kommt einfach Robin als erste Figur, die vorgestellt wird. Oh. Ich komme nicht drauf klar. Also ja, Dr. Ratio, ich wollte ihn skippen, ich kriege ihn for free. Dankeschön. Bedeutet auch, ich spare am Ende des Tages leider kein Geld, weil ich ihn eh geskippt hätte, aber trotzdem, Dankeschön. Kredit aufnehmen, bitte nehmt keinen Kredit auf für einen Gacha. Macht das nie im Leben. Leidet einfach. Habt einfach Schmerzen darin, dass ihr nicht pullen könnt, obwohl ihr pullen wollt. Komplette Schmerzen. Ich weiß, es tut weh, aber ihr werdet die Schmerzen haben. Wir werden alle die Schmerzen haben. Es tut mir jetzt schon leid. HSR News, ich baller die Codes auch noch einmal in unseren Discord-Server. Zack, at Honkai Starrail. 1.6 Codes. Ihr habt 20 Stunden. Sie lassen sich auch im Holiolab, meint jemand, einlösen. Irgendjemand hat heute geschrieben, die Codes lassen sich jetzt auch im Holiolab einlösen. Ich habe sie euch reingeschrieben. Wir leiden alle gemeinsam. Es ist mir zu viel. Ich kann ja gut Charaktere skippen, ich nicht. Ich nicht. Da war so viel, was ich haben will. Robin, Duke, Aventurine kann ich vielleicht skippen. Der sieht auch wieder so arrogant aus. Der sieht aus, als wäre er auf einem Niveau mit Dr. Ratio und Agenti. Nicht mein Typ. Der Batch kam jetzt dann zwischen die Jahre, richtig? Am 27. kommt er. Ich bin, by the way, ab dem 28. im Urlaub. Ich kann diesen Patch noch halb genießen. Für gut eine Woche bin ich im Urlaub. Ab dem 28. Bis irgendwie Anfang, genau, so ein paar Tage in den Januar hinein. Einfach, Patch kommt und ich bin weg. Es ist so traurig. Ich muss gucken, dass ich noch am 27. oder sowas schaffe zu streamen. 2-3 Stündchen. Ich muss diesen Patch streamen. Ich muss da rein. Ich bin begeistert. 10 von 10 von dem, was ich hier heute gesehen habe. Klaut die Kreditkarte eurer Eltern, Freunden und Bekannten. Leute, das ist ein Scherz. Da sind Emojis dahinter. Klaut nicht die Kreditkarte eurer Eltern, Freunde und Bekannten. Macht sowas nicht. Ihr kriegt nur Probleme. Ihr seid nicht glücklich, wenn ihr das macht. Hey Sonius, mir geht's super, Michael. Ich bin absolut begeistert von diesem Patch. Sollen wir enden, dass man im-game redeemen kann? Kannst du. Du kannst auch in-game den Code eingeben. Du kannst einfach auf, und Starry gehst du auf Einstellungen, da auf diese 3 Punkte, die da sind. Und dann kannst du Code einlösen drücken. Fang mit OnlyFans an. Möchte jemand sexy Sonius-Bilder? Ich kann keine sexy Bilder. Vergesst es. Möchte jemand, nein. Genieße die Bilder gerade in Facebook. Ja, Lucifer hat mir die auch alle geschickt. Ich bin gespannt. Boah, die haben es schon gepostet. Glühwürmchen ist mega. Wenn ich Blade nicht bekomme, hole ich mir Sparkle. Also ich will jetzt im nächsten Patch zum Glück nur Ruan May. Ich kann zum Glück Dr. Ratio skippen. Ich kriege ihn for free. Aber danach Black Swan, Sparkle will ich beide haben. Und wer weiß, was danach alles kommt. Hier wurden so viele Figuren vorgestellt. Das reicht wieder für so viele Patches. Die Figuren, die sie nur vorab vorgestellt haben. Also alleine vorab. Robin, Pull ist einer. Dann, wer war hier vor? Firefly, Galaga. Duke Inferno ist 2. Sam ist 3. Der noch danach kommt. Aventurine, ich könnte sagen, ist 4. Himiko kriegt bestimmt keine neue Form, oder? Wie? Himiko kriegt eine neue Form. Dr. Ratio haben wir schon. Black Swan ist 2.0. Zusammen mit Sparkle ist 2.0. Galaxy Rangers Archeron sind 6 Figuren. Okay, das hält sich noch in Grenzen. Das ist trotzdem zu viel. Übernehmen wird Genshin und HSR, wenn du im Urlaub bist. Echt? Das wird halt, hast alle Bilder bekommen, ich habe schon gesehen, ich habe 61 neue Discord-Nachrichten. Wie spät ist es? Ja, ich muss das Video auch gleich direkt aufnehmen. Ihr kriegt gleich ein absolut Hype-Video von Sonius.
Sonius geht jetzt rein, nimmt das Video auf zur Version 1.6 und hat einfach 10 Minuten ein Grinsen im Gesicht, während er nochmal alles wiederholt, was im Patch-Livestream vorgestellt wurde. Es ist ja absolut crazy. Du zählst für dich nur 2. Wer möchte denn bitte Black Swan skippen? Wer möchte denn bitte Duke Inferno skippen? Wer möchte denn bitte Sparkle skippen? Wer möchte denn... Upsala, Hilfe. Raus hier. Archeron skippen. Allein das sind schon 4. Ich habe gerade mit des Lachen Jahre vom Stream Welt im Silberwolf-Banner bekommen. Nice. Das heißt, 100% steigst auf die nächste Raid-Up-Figur, die du pulst. Nur Black Swan und Archeron. Okay, krass. Sam auch? Ich glaube, Sam wird so unskippbar. Der gehört einfach zur Family, zur wichtigsten. Gerade erst zugeschaltet wird Dr. Ratio echt gratis. Ja, Dr. Ratio wird echt gratis. Let's go. Der Sam sieht ein wenig aus wie ein Transformer. Das stimmt. Wisst ihr, was von einem Transformer hat er? Ist das geil. Misha ist 4 Sterne, genau. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses andere Girl, das direkt nach Misha kam, auch 4 Sterne werden könnte. Hier, Firefly. Die sieht irgendwie nicht wie eine 5-Sterne-Figur aus. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht ist sie auch 5 Sterne. Nehme ich an. Wobei, 4 Sterne wäre ein bisschen günstiger. Das würde ich eher annehmen, wenn ich ehrlich bin. Boah. Krass. Ist das geil. Jo, wo schicke ich euch jetzt hin? Eskenor geht 100 Pro gleich offline. Der macht geht 100 Pro gleich offline. Fubra, was vielleicht bleiben die noch ein bisschen live. Schicken wir euch zu den Fubra, was meine lieben Freunde. Ich gehe mein Video aufnehmen und werde absolut begeistert gleich ein Honkai Star Rail Video raushauen. Ist das schön. Freue ich mich drauf auf das Star Rail Video gleich. Ich freue mich wirklich, dieses Video gleich einfach aufnehmen zu dürfen. Meine lieben Freunde. Raid, Fu Brothers. Nicht vergessen, die Xueyi kommt im ersten Banner. Stimmt, das ist eine wichtige Info, Ridua. Für alle. Das heißt, den Forster können auch alle pullen, denn Dr. Ratio gibt es eh for free. Let's go! Ich mache jetzt den Stream gleich aus. Wundert euch nicht, sobald ich weg bin. Schickt euch noch rüber, wie gesagt, zu den Fuß. Dankeschön, dass so viele Leute sowohl auf Twitch als auch auf YouTube am Start waren. Dankeschön an diejenigen, Teeny Crossing, dass du auch noch einen Sub hier auf Twitch rausgehauen hast. Danke an diejenigen, die heute auf YouTube abonniert haben. Ich schaue gleich noch, vielleicht kam jetzt sogar ein Kanalmitglied rein. Ich würde mich mal freuen. Xaro sehe ich auf jeden Fall als letztes Kanalmitglied. Dankeschön dafür. Es ist einfach, ja, es war ein krasser Stream. Ich bin happy. Ich würde gerne jetzt noch 3 Stunden weiter streamen, wenn nicht sogar länger. Aber ich muss leider die Kinder von der Kita abholen. Wir haben heute ein paar Pläne. Wie jeden Freitag ab 14:30 Uhr haben wir leider immer ein paar Pläne, die ich durchsetzen muss. Ich habe jetzt also eine Stunde für das Video. Zack, 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 zack. Ich beeile mich. Wünsche euch viel Spaß bei den Fuß. Dankeschön für heute. Ich bin einfach ein glücklicher Sonius. Komplett aufgeregt darüber, was uns erwarten wird. Honkai Star Rail, ich mag euch. Dankeschön. Dankeschön. Ihr seht, Sonius ist Honkai Star Rail Fanboy. Okay, meine Freunde. Blue Brothers, macht gerne auf Memory of Chaos für Zuschauer. Vielleicht heute auch wieder. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wahrscheinlich spielen die gleich ein anderes Spiel weiter. Throne and Liberty, das jetzt gerade in Korea rausgekommen ist. Nur Korea. The Noble Team, okay. Aber gerade haben sie auf jeden Fall noch ein bisschen Honkai Star Rail offen. Gucken wir mal. Ich wünsche euch da viel Spaß.